herzlich willkommen zur Roomtour von unserem Van Catwiesel. Der Catwiesel ist momentan vollgepackt für eine lange Reise. Der Catwiesel ist ein VW Typ 2 T3 Westfalia Joker. Er hat Jahrgang 1983, einen Wasserboxermotor, Benzin und 78 PS. Hallo Welt, wir sind Bettina und Rolf, ein Paar aus der Schweiz, und wir sind auf einem grossen Roadtrip durch Europa. Wir sind unterwegs mit unserem VW-Bus T3, der den Namen Catwiesel trägt. Komm mit auf unsere Reise, es wird ein Abenteuer. Schnall dich an, es geht los! Catwiesel. Der Catwiesel von außen. Das hier ist unsere Sonnenstöre. Hier wird alles organisiert. Frischwasser. Hier innen ist der Frischwassertank, den wir hier einfüllen können. Dann nebendran haben wir den Stromanschluss. Weiter unten der Gastank. Den sieht man hier hinten dran. Gas brauchen wir zum Kochen. Mit Gas können wir auch den Kühlschrank betreiben. Und hier haben wir den Abwassertank. Also vom Frischwasser geht das, sehen wir da innen, ins Brünneli und dann wird hier das Abwasser gesammelt. Der Veloträger mit den beiden Velo. Und der Catwiesel von innen. Damit wir stehen können, habe ich jetzt das Dachel. Gucklach. Da hat es auch ein Bett. Das kann man vorklappen. Und dann hat es hier eine grosse Fläche zum Schlafen. Was man hinten noch sieht, das ist noch die Isolation, die wir draussen anhängen können an Zeltstoff. Ja, einfach eben, wie der Name sagt, zum Isolieren, damit es ein bisschen wärmer ist. Hier ist das Dachfenster. Für Frischluft. Der Fahrer sowie der Beifahrersitz, die sind drehbar. Vor allem beim Beifahrersitz ist das recht praktisch, weil so hat man so einen richtig schönen Sessel, wo man hier noch die Füße draufstrecken kann. Und es gibt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Raumgefühl noch. Oder ein bisschen, ja, einfach alles wirkt ein bisschen grösser. Ein Krimskramskistchen mit allem Wichtigen und Unwichtigen Zeug. Der Heizlüfter, wo wir an Strom hängen können. Wasservorrat, viel Material. Unser Schuhkistchen mit Schuh und Finken. Wasser, diverse Wasservorrat. Zum Putzen Schäufeli und Bäseli. Der Dreckwäschsack. Dann hier in dieser Box haben wir unser Porta-Potty, das WC. Dann ja, Waschmittel, Mittel, die man braucht fürs WC, ein bisschen Scheiben putzen,
Waschmittel, jetzt haben wir gerade Vita. Und unsere Kühltaschen. Momentan hat es hier nur Wein drin. Das ist unser Küchenblock. Schublade mit diversem Kochmaterial. Pfannenheber, Schere, Anzünder für den Gashahn, ja, Rüsterli, Sackmesser. Und dann hier unten ist eigentlich das ganze Kochutensilien. Wir haben das Abwaschbecken, Sieb, wir haben ein Pfannenset, einen Pfannendeckel, wir haben hier innen diverse Kochutensilien, Abwaschmittel und Schwamm. Wir haben hier innen einen Verbandskasten, Medikamente, dann noch ein mobiles Röschel, Gasröschel mit so Gaskartuschen als Ersatz. Brettchen zum Schneiden. Dann das ist der Kühlschrank. Hier mit den Flaschenhalterungen und sonst einfach verschiedenste Fächchen. Den kann man hier entsprechend einstellen. Entweder auf Batterie, wenn er jetzt ist, auf Strom, wenn man am Stromanschluss ist. Oder eben, wenn wir ja noch einen Gastank haben, wenn man ganz ohne sonst Energie ist, kann man dann auch mit Gas betreiben und entsprechend einstellen. In dieser Anzeige hier kann man das Wasser und den Batteriestand, ich glaube hier, beides auf grün, sich anzeigen. Und da ist ja, zum Kochen 2 Gasröschel, die man hier entsprechend einstellen kann. Ein kleines Brünneli, Lavabo mit einem Wasserhahn. Mit Schaltknopf. Also noch ein Tropfbrett, wenn man da abgewaschen hat, wo man das Zeug draufstellen kann. In diesem Schränkchen hier unten ist unser Nahrungsmittelvorrat. Da sind mehrere Sachen drin, die wir nicht ständig brauchen. Also irgendein Pasta-Vorrat, noch Kaffee hat es sicher auch. Kaffee braucht es immer im Vorrat. Oliven, ein paar Büchsen, Cornflakes, Magnesium. Ja. Gerade nicht so überfüllt zum Glück. Da haben wir den Anschluss für Stromsachen. Also die Heizung kann man da schliessen. Ein kleines Lüfterchen, Haarföhn, Notebook-Laden und so weiter. Dann da ist unser Früchte- und Krimskramshänger, wo einfach noch ein bisschen Platz gibt. Für die Früchte haben wir gemerkt, ist das recht praktisch, wenn man die hier aufbewahren kann, anstatt in der Kühltasche. Ist weniger Gefahr, dass alles verdrückt ist, als wenn wir es dort drin haben. Und da oben hat es auch Krimskrams, Handcremen und so Sachen noch drin. Der ist hier fixiert, damit er nicht allzu fest schaukelt während dem Fahren. Dann hier oben in diesen Aufbewahrungsbehälter hat es auch noch jüdische Sachen. Also wir haben hier noch 2 USB-Anschlüsse, die wir eigentlich vor allem brauchen für die Ladekabel der Handys. Wir haben hier sehr lange Kabel. Für das ist extrem praktisch, weil sie bis hier überall lange, wo wir dann auch schlafen. Ja, das ist etwas, wo wir gemerkt haben, dass das auch noch recht wertvoll ist. Dann haben wir hier weiter Haushaltspapier. Licht. Jetzt zeige ich euch den Tisch. Der ist hier angeschraubt. Der hat so einen Schraubverschluss. Wenn man die löst,
kann man den rausnehmen. Dann hat man da einen Tisch, den man einstellen kann, wo 2 Leute sitzen können. Hier hinten haben wir weitere Schränkchen. Das ist eigentlich unser Hauptnahrungsmittelschränkchen. Eine Thermoskanne drin ist, sonst verschiedenste Gewürze, Brot, Dörrfrüchte, Zucker, Kaffee, Reis, Tee, Olivenöl und Essig, Balsamico, ja, noch Comfy und Honig. Und das andere Schränkchen hier hinten. Da ist eigentlich alles unser Geschirr drin, das wir so brauchen. So Schälchen, Kaffeetässchen, kleinere Kaffeetässchen, grössere Kaffee- oder Teebecher, Teller, Gläser, das ganze Besteck. Wir haben noch eine Platte für Mokka Express, das mit stabiler steht, Servietten, Wasserbecher, Aufbewahrungstöpperbeeren. So, jetzt noch einen Schminkspiegel. Dann hier innen haben wir unsere ganzen Kleider. Die sind eigentlich alle in so Taschen drin. Das hat sich als recht praktisch herausgestellt. Das ein bisschen für eine Art zwischen zu verpacken. Da gibt es für jeden verschiedenste Taschen in verschiedenen Grössen, wo wir Jacken aufbewahren, Pulli, Hosen, Batzüge ist hier drin. Ja, ein bisschen, vor allem die grösseren Sachen. Also Tauschtüchchen noch, das Notebook. Aber sonst, ja, eigentlich unser grosser Kleiderschrank ist das. Wenn ich von grossen Kleiderschrank rede, es gibt hier noch 2 kleine oder kleinere Schränkchen für je eins, wo wir so ein bisschen den täglichen Bedarf an Kleidern drin haben. Also sprich Unterwäsche, Socken, T-Shirts, Necessaire. Hier innen haben wir diverses Werkzeug. Wir haben eine Kabelrolle, um noch ein bisschen länger, ja, ein längeres Kabel zu haben für den Strom. Wir haben WC-Papiervorrat und ja, sonst noch diverses Krimskram. Es hat, glaube ich, noch einen Corona-Test und FFP2-Masken hier drin. Dann hier oben Regenschirm, Sonnenschirm, der Wagenheber. Ein Seil zum Wäsche aufhängen, ein paar Händchen, was man unter den Bus legen müsste. Und da ganz runter ist unser Campingtisch. Und ich glaube, hier hat es noch Schneeketten. Auch hier hat es noch ein kleines Aufbewahrungskörbchen, eigentlich analog wie es da oben hat, dass jeder noch sein Krimskramszeug aufbewahren kann. Und hier in der Sitzbank haben wir noch Platz. Da sind Verdunklungsstoffe eigentlich für die Fenster, die nicht schon fix sonst dran sind. Das Stromkabel, das wir normalerweise brauchen, von der Länge her, eben, wir haben noch Kabelrollen, aber das reicht im Normalfall. So Ersatztüchli, Ersatzküsseanzüge haben wir da noch drin. Noch Schuhe, die wir bis jetzt auch noch nicht gebraucht haben, so Sommerschuhe, Klemmerli für die Wäschehänke, Süßigkeitenbox. Da Wäschmittel, so Gummistrippen, nochmal Seile zum etwas aufhängen, Wäschnetz. In diesem Sinne sind Böcke zum drauffahren, ja, wenn man uneben steht. Und das sind noch für die Fenster so Lüftungsgitter, die man einklemmen kann. Dass man nicht Fenster offen haben muss, dass eigentlich niemand reinkommt und man gleich ein bisschen Frischluft hat.
Und ganz links hinten da ist, das ist noch das Ladegerät für die Batterie. Die Sitzbank hat 2 Funktionen. Also einerseits eben ist sie so, wie sie jetzt ist sie zum Sitzen und andererseits wird sie in der Nacht als Bett. Mit dem, dass man sie nämlich ausziehen und flachlegen kann. Das geht so. Und dann hat man ein 1,40er breites Bett. Und wir haben hier Küsse dabei. Wir haben, damit man ein bisschen bequemer schläft, weil es ist nicht ein extrem weiches Bett, was es natürlich gibt. Haben wir noch so einen Topper, also so eine Matratzenauflagenweiche. Und sonst haben wir Schlafsäcke. Und momentan noch einfach aufgrund von der Kälte zusätzlich Wolldecken. Und so liegen wir dann hier drin. Hier haben wir eine Batterie. Wir haben 2 Batterien, eine Startbatterie und eine Zusatzbatterie. Die andere ist hier hinten. Zusätzlich haben wir noch Solarzellen auf dem Dach oben. Die sehen wir gerade. Solarzellen hat hier praktischerweise in dieser Dachwanne, die wir hier haben, in dieser kleinen, perfekt Platz. Die ist so schön versorgt und hat ein Gestell, wo man sie aufstellen kann und der Sonne noch ausrichten. Fahrercockpit mit dem Handschuhfach, das wir hier noch haben. Ein paar Pflänzchen. Radio, Handyhalterung. Und das ist nicht für Katze, sondern das ist mehr zum Feuchtigkeit ein bisschen zu entfernen oder fernhalten. Ich habe euch jetzt den ganzen Bus vollpackt gezeigt. Also fast, ein bisschen habe ich geschwindelt. Weil es hat noch ein paar Sachen, die wir immer ein bisschen hin und her fugen müssen. Das sind die wir hier sehen. 2 Stühle zum draussen sitzen. 2 Mätteli. Eins brauche ich jeweils für meine Sportübungen. Sind mehr halt auch für Notfälle, falls mal der Bus ablegen würde, könnten wir irgendwo noch schlafen. Die Velohelme. Bettinas Schmuckschachtel. Und einfach so Kleider, die gerade so halbwegs im Gebrauch sind und nicht in den Untiefen vom Schrank jeweils vorgesucht werden. Vor allem natürlich Sachen von mir. Weasley.